Als Coach für Stress- und Ängste-Regulation ist es mir besonders wichtig, mich ständig weiterzuentwickeln, neue Erfahrungen zu machen und neue Techniken und Methoden zu lernen, damit ich das auch an meine Klienten weitergeben kann. Ich zeige euch heute die energetische Körperpsychotherapie. Da habe ich letztes Jahr die Ausbildung abgeschlossen. Dieses Jahr mache ich noch einen Durchgang als Assistent. Und wie das Ganze aussieht, das zeige ich euch jetzt. So, jetzt geht's hoch in den 2. Stock. Und ich finde das immer so trügerisch, weil wenn wir dann oben sind, dann geht es wieder ganz tief runter in den Keller, ins Unterbewusstsein sozusagen. Und ja, was sich da zeigt, das ist halt nicht immer ganz so angenehm, um es mal vorsichtig zu sagen. In dem Raum passiert die Magie. Wir sind schon gut bei der Arbeit. Morgen. Hi. Diese meine gerade ein paar Flipcharts. Schön. Morgen. Morgen. Hi. Wenn dann die Teilnehmer so langsam eingetroffen sind, kann es dann auch losgehen. Aber was genau ist eigentlich Körperpsychotherapie? Wir alle haben verdrängte Emotionen und Erinnerungen, die im Körper abgespeichert werden. Und die energetische Körperpsychotherapie bietet die Möglichkeit, diese Schattenanteile dem Bewusstsein wieder zugänglich zu machen. Und so sieht das Ganze praktisch aus. Also wenn wir morgens hier ankommen, dann geht es immer erstmal los mit so ein bisschen Bewegung, damit wir halt einfach wieder in den Körper kommen. Und das können ganz komplett verschiedene Sachen sein. Zum Beispiel so eine Beckenschaukel haben wir einfach mal gemacht. Oder wir haben einfach mal getanzt, weil der Spaß soll ja auch nicht zu kurz kommen. Oder ausschütteln, uns bewegen. Der Gedanke bei all dem, was wir hier machen, ist, dass wir von unserem Kopf in den Körper kommen. Und das Ganze funktioniert über 3 Ventile. Das ist Atmung, Bewegung und Stimmausdruck, weil unsere Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn wir die ganze Zeit im Kopf sozusagen feststecken, indem wir die ganze Zeit am Denken sind, irgendwelche Probleme lösen, sind wir die ganze Zeit eben im Kopf beschäftigt. Das heißt, unsere ganze Energie geht in den Kopf. Und durch diese 3 Ventile, durch diese Selbstregulation, die wir hier machen, aber auch durch die therapeutischen Übungen, kommen wir wieder einfach mehr ins Spüren. Sado und Sansara leiten diese Ausbildung seit einigen Jahren. Und was bewegt sie eigentlich dazu, das zu machen? In erster Linie macht es mir Spaß. Das ist ein euphorischer Lebenszustand, weil ich das Empfinden habe, ich kann mich selbst ausdrücken. Es ist im Grunde genommen meine eigene Geschichte, die ich auch immer reflektiert in den anderen wahrnehme, sehe. Es war ja am Anfang ein sehr schmerzhafter Prozess, mich den eigenen Schattenthemen zu stellen. Da war ich 23 Jahre alt und da habe ich mich erinnert, dass ich sexuellen Missbrauch erlebt habe in meinem Leben und war in einer schweren Depression. Ich hatte Panik, Angstzustände. Das ging so weit, dass ich schon damit spekuliert hatte, eventuell mich umzubringen. So heftig war mein Leben. Und dann bin ich zur Körperpsychotherapie gekommen und dann brachen die Gefühle bei mir heraus. Und in dem Zustand, ich war 23, hatte ich das Gefühl, ich bin wieder in meinem Körper. Ich kann etwas tun, ich kann etwas erleben. Und die Krise hat mich quasi zu dieser Arbeit gebracht. Und heute ist es eher so eine Ebene, dass ich am Erforschen bin von dem, was ist möglich an körperlicher Wahrnehmung, an Ekstase, an Ausdrucksfähigkeit von Emotionen. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich in einem sehr angstbesetzten Elternhaus aufgewachsen bin. Meine Eltern mich sehr eingeschränkt haben, aus Angst, mir könnte irgendwas passieren. Und mit diesen Ängsten bin ich in die Welt rausgegangen und habe mich einfach schon mit Mitte 20 wie im Gefängnis gefühlt, so als gäbe es gar keinen Bewegungsfreiraum. Und in der Körperpsychotherapie bin ich dann in Zustände gekommen, wo ich mich als Baby erlebt habe, als wimmerndes kleines Baby. Ich habe geschrien, ich habe geweint, ich habe irgendwann auch entdeckt, dass ich auch wütend sein kann, was ich vorher gar nicht kannte, das Gefühl. Und so hatte ich irgendwann den Wunsch, das eben auch weiterzugeben, was für mich hilfreich und heilsam war. Ich glaube, wenn man noch nie was gemacht hat im Bereich Therapie oder wenig oder Körperarbeit, dass das Ganze erstmal sehr befremdlich wirken kann. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da manche denken, hey, was geht denn da für ein komischer Film ab?
Diese Prozesse sind ziemlich aufwühlend. Das bewegt innerlich ziemlich viel, das wühlt viel auf, aber je tiefer ich selber komme, umso tiefer kann ich halt auch selber mit Klienten arbeiten, weil ich halt weiß, wie es ist, mit diesen Widerständen zu arbeiten, mit diesen Schattenthemen, die wir so lange verdrängt haben und wie schwierig es ist, dagegen anzugehen. Diese Erfahrung selber gemacht zu haben, das ist durch nichts zu ersetzen. Das ist nicht was man in Büchern lernen kann oder sich theoretisch aneignen kann. Und weil ich merke, wie sehr mir das halt auch hilft, werde ich jetzt in den nächsten Prozess reingehen. Mal schauen, wie das wird. Nehmen wir mal an, ihr hättet mit euren Klientinnen etwas herausgearbeitet. Was sind eigentlich meine Bedürfnisse in meinem Leben? Kann ich die wahrnehmen? Und kann ich sie überhaupt als meine eigene identifizieren? Oder habe ich das Empfinden, die Bedürfnisse anderer zu befriedigen und im Vordergrund meiner Wahrnehmung zu haben und erkenne gar nicht, was eigentlich meine eigenen sind, weil ich viel zu viel Angst davor habe, das zu erkennen. Und Bedürfnisse erfühlen wir. Wir erdenken uns nicht unsere Bedürfnisse, weil die so existenziell sind, dass wir sie erfühlen und erspüren. Wir nähern uns an den verdrängten Bedürfnissen, und zwar durch ein Setting, was wir nennen Energieräume aufstellen, wo du in eine Dynamik reinkommen kannst, wo du die inneren Aspekte der Persönlichkeit nach außen bringst, spielbar werden lässt, fühlbar werden lässt, und von da aus können wir dann auch in einen körpertherapeutischen Prozess gehen. Amir hat sich bereit erklärt zu einer Demo heute. Komm doch einfach mal nach vorne. So, wie geht's dir jetzt, wenn du hier so stehst? Ganz entspannt, nicht nervös. Genau. Mhm. Wo spürst du denn Nervosität? Hier so Herz schlägt, Atmung. So. Schultern ziehen sich hoch. Es ist wichtig, mit den körperlichen Phänomenen zu gehen, weil wir merken, okay, der Sympathikus bei ihm fängt gerade an, in die Höhe zu gehen. Der Pulsschlag geht hoch, der Blutdruck geht unter Umständen hoch, und dann hast du diese Bewegung hier gemacht. Mach das nochmal. Was passiert mit der Atmung? Wird flacher, enger. So, ja. Zieht sich zusammen. Du hältst die Luft an. Ja, genau. Da habe ich am Anfang wirklich gemerkt, wie mein Körper, also wie ich wirklich schwer geatmet habe. Nicht schwer, ich hab gar nicht geatmet. Ich bin da auch in diese Starre reingekommen, meine Beine haben gezittert, mein Herz hat schnell geschlagen. Und ich habe wirklich am Anfang gedacht, keine Ahnung, wie ich da rauskomme. Das kann schon eine kindliche Bewältigungsstrategie gewesen sein, aufgrund der Dinge, die aus dem sozialen Umfeld kommen, die Luft anzuhalten. Als Reaktion auf das, was mal gewesen ist. Im therapeutischen Prozess sind wir damit beschäftigt, nicht hier die Bedürfnisse vollends zu erfüllen oder zu befriedigen, darum geht es überhaupt nicht, sondern uns reicht es, wenn du eine Erfahrung machst, die in deinem Leben dazu führt, dass du ein Stück ganzer, ein Stück heiler geworden bist, ist vielleicht ein bisschen übergriffen, sondern dass du in deinem therapeutischen Prozess dich deinem Unbewussten annäherst und vielleicht Konflikte besser in dir verstehst und körpertherapeutisch, energietherapeutisch in einen Lösungsprozess kommst. Ich hatte am Anfang ziemlich Angst, in den Prozess reinzugehen, weil da schwingen halt die ganzen Leistungsdinge mit. Dieses, es muss jetzt aber schon gut werden. Ne? Leistung ist auch ein Thema. Ne? Nee. Leistung wäre... Wer hat Leistung von dir gefordert? Mutter, Vater, beide? Soziale Umfeld? Wer hat Leistung gefordert?
wichtig, dass er diese Frage jetzt logisch beantwortet, sondern diese Frage ist ja prozessorientiert. Jetzt bin ich hier an der Schulter. An der Schulter zeigt sich vegetativ eine Erstarrung. Und jetzt bringe ich Druck rein in die Erstarrung, um ihm zu helfen, dieses Gefühl wahrzunehmen. Wenn du Taschentücher brauchst, zwischendurch sag Bescheid, ne? So, das könnte eventuell eine Kindheitspose sein, die er gerade einnimmt. Das heißt, der Körper spricht mit euch, die Energien der Themen, die sprechen mit euch über den Körper und über die Haltung, die der Körper einnimmt. Ne? Das ist ein sehr anstrengender Prozess, weil wenn er erfährt, dass diese aktuelle Situation sicher ist, sich auch für ihn sicher anfühlt, kommen all die Emotionen und auch die körperlichen Reaktionen, die früher dazu geführt haben, ein Schutzschild aufzubauen. Und ich gebe kaum Impulse rein, weil sein Körper erledigt das gerade alles aus sich selbst heraus. Die unwillkürlichen Regungen in seinem Körper, das seht ihr, zittern. Und das ist anstrengend, auch seine Beine fangen ja an zu krampfen. Aber das ist völlig in Ordnung, weil sein vegetatives Nervensystem sich gerade entspannt. Und jetzt ist es die Ebene loszulassen, in dieser Situation Vertrauen zu empfinden. Weil er ja gerade erlebt, dadurch, dass was er gerade darstellt und beschreibt, gehen wir ja nicht weg. Ich gehe nicht weg, ihr geht nicht weg, niemand geht weg. Und das ist das, was das Heilsame ist. Erstmal. Ich habe mich wirklich wieder gefühlt wie früher. Als, keine Ahnung, 5-, 6-, 10-Jähriger, der einfach nicht gehört worden ist und nicht gesehen worden ist und nichts machen konnte. Und das war so präsent, wie mit so einer Zeitmaschine plötzlich vom Gefühl. Obwohl ich in den vielen Jahren, die ich wirklich da schon dran arbeite, viel gemacht habe, ist immer noch was da. Aber es ist halt Teil vom Prozess. Und für mich ist es halt das Wohlwollend anzunehmen und nicht zu beurteilen und da so sanft mit mir zu sein, wie ich es halt früher selber nicht erfahren habe. Also wir zeigen uns da wirklich auch von einer sehr verletzlichen Seite. Aber es ist einfach so, es ist schön, das Gefühl zu haben, hier sicher zu sein und sich wirklich ausprobieren zu können und das Gefühl zu haben, dass alles, was sich da zeigt, in Ordnung ist. Die Erfahrung ist, auch wenn sie sehr schmerzhaft ist, total befreiend. Und das ist auch der Grund, wieso wir das hier ja eigentlich alle machen, alle, die die Ausbildung machen wollen, um mehr mit sich in Kontakt zu kommen, mit dem eigenen Körper wirklich wieder mehr ins Spüren zu kommen. Und dann diese Erfahrung zu machen, was da noch alles möglich ist, was da für Schichten plötzlich hochkommen, wie wir wieder wirklich mehr ins Spüren kommen, in diese Lebendigkeit, in diese Lebensfreude. Da selber durchzugehen und das selber zu spüren, wie anders man die Welt, sich selber und dann auch andere Menschen dadurch wahrnimmt. So, das war's zur Körperpsychotherapie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Infos zu dem Thema haben wollt, dann schaut euch den Link unten in meiner Beschreibung an, da findet ihr mehr. Folgt mir auf meinem Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao!